Hallo, in diesem Video möchte ich eine Frage dazu beantworten, warum ich das Handelsexperiment mit einem Demokonto durchführe und warum die Leute denken, dass ein 100.000 $ Konto unrealistisch ist. Denn ich habe einige Kommentare auf meinem YouTube-Kanal gesehen und beantwortet. Einer davon war von einem unhöflichen Typen, der sagte, im Grunde sei alles, was ich tue, totale Zeitverschwendung und es mache keinen Sinn, so etwas zu testen. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich YouTube-Kommentare seit fast einem Jahrzehnt deaktiviert habe. Weil ich nicht gerne Zeit mit negativem Zeug verschwende. Jeder hat das Recht, eine eigene Meinung zu haben. Aber wenn Sie auch der Meinung sind, dass dies Zeitverschwendung ist, weil es sich um ein Demokonto handelt, möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Zunächst einmal bedeutet dieses Demokonto hier, dass wir kein tatsächliches Risiko haben, sodass jeder das Gleiche tun kann wie ich. Wenn Sie MetaTrader 5 installieren, erhalten Sie während des Installationsprozesses ein MetaTrader Demokonto. Es entstehen keine Kosten, es besteht kein Risiko, nichts. Und es ist eine gute Idee, Demokonten zu verwenden, weil Sie damit überprüfen können, ob ein System funktioniert und ob es Fehler oder Probleme gibt. Sie können das System also Wochen oder Monate lang ausprobieren und dadurch mehr Vertrauen gewinnen oder herausfinden, dass der automatisierte Handel nicht Ihr Ding ist. In beiden Fällen macht es Sie schlauer und es kostet Sie nichts. Ich handle nun schon seit über einem Jahrzehnt und wie Sie sehen können, verwende ich Demokonten und auch sogenannte Centkonten. Und ich vermute, diese Person weiß nicht, was ein Centkonto ist und wie es funktioniert. Lassen Sie uns also zur Kontoerstellung gehen und ein neues, echtes Konto anlegen. Hier kann ich MetaTrader 4 oder 5 wählen, weshalb ich RoboForex verwende, denn ich habe Premium-Kurse für beide Programmiersprachen. Ich kann hier verschiedene Kontotypen wählen und in diesem Fall verwende ich ein Pro-Cent-Konto. Mir gefällt die Art und Weise, wie das Hedge-System funktioniert, denn wenn Sie hier Nein sagen, können Sie jeweils nur eine Position halten. Außerdem bietet dieser Broker einen Hebel von bis zu 1 zu 2000 an, was für mich zu hoch ist, weil ich risikoscheu bin. Ich verwende also 1 zu 500 und kann nun hier ein Passwort wählen und auf Bestätigen klicken. Hier ist also mein neues Konto und jetzt kann ich Geld einzahlen oder in diesem Fall interne Überweisungen nutzen. Ich habe hier mehrere andere Konten, von denen ich eines auswählen und das Geld auf dieses neue Konto überweisen kann. Auf der rechten Seite hier sehen Sie, dass es sich um $Cent handelt. Wenn ich also $1 einzahlen würde, würden daraus 100 Cent werden. Und diese 100 Cent können gehandelt werden, als wären es $100. Warum sollten Sie also so etwas tun? Nun, es ist ein einfacher und kostengünstiger Weg, um zu beweisen oder zu widerlegen, dass ein System unter realen Bedingungen funktioniert. Und zweitens ist es ziemlich einfach, ein Cent-Konto aufzustocken und 10 Cent-Konten anstelle eines Standardkontos zu erstellen. Im Grunde kann ich also dieses System verwenden und es einige Wochen lang auf einem Demokonto testen. Meine übliche Zeitspanne beträgt etwa 3 Monate. Danach kann ich zu diesem Cent-Konto wechseln, das wir gerade eingerichtet haben. Und dann kann ich tun und lassen, was ich will. Derzeit habe ich also noch $500 in meiner Brieftasche und kann dieses Geld auf das neue Konto überweisen. Wenn ich zum Beispiel das gesamte Geld überweisen möchte, wären das $531,54 mal 100, weil es ein Cent-Konto ist. Ich halte das zwar für eine sehr kluge Art zu handeln, aber Sie müssen es nicht so machen wie ich. Wenn Sie es vorziehen, einen Broker zu nutzen, der nur Standardkonten anbietet, und wenn Sie keine Demokonten nutzen wollen, ist das Ihre Entscheidung. Letzten Endes geht es um relatives Wachstum. Und das hier ist der Broker, den wir gerade benutzen. Es ist ein Demokonto. Und wenn Sie keine Demokonten verwenden, verpassen Sie meiner Meinung nach eine sehr gute Möglichkeit. Und beim Handel sollten Sie jeden Vorteil nutzen, den Sie bekommen können. Okay, das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.